Okay, Freunde, ich habe es ja schon angeteasert. Jetzt gibt es doch nochmal eine Bonus-Episode. In bislang 3 Ägyptenreisen habe ich es immer verpasst und dabei wollte ich doch so gerne einmal hin. Ich hatte im Vorfeld schon viele Tauchbasen kontaktiert, konnte aber keine brauchbaren Informationen, also konkrete Pläne und Zusagen einholen. Jetzt habe ich aber doch noch eine Tauchbasis gefunden, die das für mich möglich macht. Es geht zur berühmten Salem Express. An dieser Stelle ein fettes Dankeschön an Selina und Mostafa vom Blue Aqua Diving Center Safaga, die das für mich möglich gemacht haben. Diese Tauchbasis hat erst Anfang diesen Jahres eröffnet. Alles gut organisiert und sehr, sehr aufgeräumt. Ich meine, schaut euch mal den Kompressorraum an und nagelneues Equipment vom Allerfeinsten. Reibungslose Kommunikation schon im Vorfeld, auch über WhatsApp, und sogar die Abholung in Hurghada vom Tauchboot war überpünktlich. Da können sich wirklich viele Tauchbasen eine Scheibe von abschneiden. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Und zuletzt an dieser Stelle Shokran Yalla Sadiki an Taha. Du warst ein super Guide und Dive Buddy. Vielen Dank. Jetzt zur Sache. Die Salem Express ist eine Passagierfähre, welche 1991 mit Pilgern beladen auf der Rückreise von Saudi-Arabien auf ein Riff in der Nähe von Safaga lief und aufgrund eines Bruches in der Ladeklappe direkt innerhalb von Minuten sank. Die Titanic von Ägypten, könnte man so sagen. The ferry was on its way to Egypt from Saudi Arabia when it ran into stormy weather. It was swept up by high waves and hurled against a reef near the port of Safaga. Saudi port officials said the ferry sank only 20 minutes after sending a distress signal. 150 passengers and crew aboard were Egyptians, many of them returning from pilgrimages to Islam's most holy site in Mecca. Die offizielle Todeszahl liegt bei 464 Personen. Jedoch führte die ägyptische Marine 2 Tage später eine Bergungsaktion durch, die 3 Tage andauerte. Es wurden mindestens 850 Leichen geborgen. Über die Dunkelziffer der Todesopfer gibt es daher nur Spekulationen. Manche sagen daher, es sei moralisch verwerflich, hier zu tauchen. Denn da nicht alle der Leichen aus dem Schiffsinneren geborgen werden konnten, wurde die Salem Express von der Regierung offiziell zum Seegrab erklärt. Mittlerweile ist zwar die Ladeklappe zum Hineintauchen geöffnet worden, aber die Kabinen dürfen weiterhin nicht betreten werden. Katastrophentourismus? Ja, vielleicht. Aber auch eine einzigartige Erfahrung, die bei den meisten Tauchern doch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. So liegen auf dem Wrack und auf dem Meeresboden noch alltägliche persönliche Gegenstände wie Gebetsteppiche, Handtaschen, Koffer, ein Kinderdreirad, was natürlich auch durch die noch sehr gute Erhaltenheit der Gegenstände einen gewissen Gruselfaktor erzeugt. Daher hier jetzt eine Triggerwarnung für alle sensiblen Gemüter. Aber für alle anderen gibt es jetzt hier meine Impressionen aus der Salem Express.